Mit Blender kannst du nicht nur Bilder und Videos aus deiner virtuellen Welt heraus rendern und erstellen, sondern du kannst auch vorhandene Videos nehmen und sie nachbearbeiten. Regelrecht wie in jedem beliebigen Schnittprogramm. Oben hast du einmal das Plus, dann die Kategorie Video Editing und hier einen gleichnamigen Button. Klickst du hier drauf, kriegst du eine komplett neue Ansicht wie diese hier und hier drin kannst du typische Videobearbeitung machen. Doch was bedeuten all die Bereiche hier, wie funktionieren sie und was kannst du darin machen? Ich zeig's dir in der heutigen Folge von Blender 4.5 in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und du kannst dem Video hier gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer gerne Fragen und Feedback in die Kommentare posten. Und jetzt geht's los. Bevor wir diese Folge offiziell starten, auch hier der wichtige Hinweis, wir sind in Blender 4.5 bzw. 4.5.2, das heißt, es gibt ein neues Rendering Backend in Blender, was du in jedem Falle nutzen solltest. Gehe oben links auf Edit, dann auf Präferenzen und im Reiter System findest du hier den Abschnitt Display Graphics. Stelle hier das Backend um von dem alten OpenGL auf das neue Vulkan und unten drunter kannst du auch direkt deine Grafikkarte auswählen, um eben das Rendergerät direkt eingestellt zu haben. Dann musst du einmal Blender neu starten, wenn du es noch nicht bereits getan hattest, und jetzt können wir loslegen. Schauen wir uns zuerst mal die verschiedenen Bereiche hier im Sequencer an. Welche gibt es? Wir haben oben rechts, bekannt aus Blender, den Outliner, den ich auch ganz gerne Inspector nenne. Hier können wir sämtliche Einstellungen treffen und hier ist auch standardmäßig das Druckersymbol ausgewählt für die Ausgabe Eigenschaften. Am unteren Rand des Bildschirms finden wir hier die verschiedenen Channels, eben den Sequencer selbst, und hier drin können wir eben auf verschiedenen Spuren unsere Sachen einfügen und bearbeiten. Auf der linken Seite selbst haben wir hier einen kleinen Dateibrowser, da können wir unsere Dateien suchen, Audio, Bilder, Video, und die dann hier unten auch einfügen. Und in der Mitte oben, da haben wir unsere Render Preview oder unsere Video Preview. Da sehen wir das, was wir hier unten nachher auswählen mit der aktuellen Stelle im Video. Das erste und wichtige, was du tun solltest, ist, dir die Ausgabe Eigenschaften anzusehen. Denn hier oben hast du, genau wie in der letzten Folge schon gezeigt, beim Thema Rendering die Auflösung deines Outputs. Und das hier oben ist also aktuell gerade 1920 x 1080 Pixel. Das ist erstmal die Grundlage dafür, und genau wie bei der Animation Timeline musst du auch hier die Framerate einstellen. Denn wie viele Bilder pro Sekunde soll ein Video nachher haben? Ich würde dir empfehlen, immer 60 zu nehmen, egal ob du jetzt in Full HD, 2K oder 4K rendern möchtest. Dann unten drunter, auch schon bereits erklärt in der Serie, der Frame Range. Wie viele Frames möchtest du rendern? Und da kommen wir nochmal gleich drauf zurück. Erst scrollen wir ein bisschen weiter runter zum Bereich Output. Denn die Frage ist, willst du die Frames als einzelne Bilder rendern? Dann wären das PNGs, BMPs oder JPEG zum Beispiel. Oder willst du wirklich ein Video erstellen, dann wählst du auf der rechten Seite hier FFmpeg Video aus und dann kannst du hier unten drunter beim Encoder eben die Sachen einstellen. Auch diese Sachen habe ich bereits letzte Folge schon beim Thema Rendering vorgestellt, aber nochmal ein kurzer Abriss dazu. Matroska hier oben, das ist das MKV-Format, MPEG-4, das ist MP4, WebM, Webmovies, AVI, das sind alles verschiedene Videodateiformate. Unten drunter kannst du dann einstellen, welchen Videocodec möchtest du verwenden. Ich empfehle einfach mal hier H264, den nehme ich sehr häufig. Und dann kannst du auch einstellen, welche Qualität möchtest du haben. Zum Beispiel wie beim Livestream auf Twitch eine konstante Bitrate hier. Dann kriegst du noch mehr Einstellungen unten drunter. Du kannst auch die Geschwindigkeit des Encoders nutzen, entweder gut, langsam oder eben in Echtzeit. Nehmen wir mal das hier dafür.
Und unten drunter hast du auch hier den Bereich Audio, und Audio in dem Falle ist natürlich auch wichtig, denn die meisten Videos, die du machen und nutzen wirst, werden sehr wahrscheinlich auch Audio in sich haben. Deswegen hier mal zum Beispiel AAC auswählen und dann kannst du hier klassisch eben die Samplingrate und die Bitrate auswählen. Das sind typische Einstellungen, die du auch in den Video-Eigenschaften im Dateibrowser unter Windows immer selbst nachlesen kannst. Und genau wie in der Folge über das Thema Rendering kannst du auch hier unten Post-Processing aktivieren, um eben Nachbearbeitung durchzuführen. Wir sind bereits im Sequencer, also ist Compositing hier auch noch möglich. Schauen wir uns nun mal den Bereich auf der linken Seite an. Das sind hier die ganzen Ordnersymbole und du kannst durch deine Festplatten und Systemdateien hier durch navigieren, Verzeichnisse erstellen, das Ganze auch aktualisieren und hier hin und her navigieren, um deine verschiedenen Dateien zu finden. Wenn du bereits Dateien an einer bestimmten Stelle lagerst, kannst du aber auch hier oben den Dateipfad eingeben, um dorthin zu springen. Ich wähle aber jetzt mal gerade den zweiten Weg, und zwar, ich mache einfach in Windows direkt die Stelle auf, von der ich aus ein Video per Drag and Drop hier in Blender reinziehen möchte. Und ich schnapp mir mal vom Gaming Channel, den wir haben, hier eine Aufnahme, zum Beispiel eben hier in Stronghold Crusader, hier eben die Koop-Fahrt erste Mission, die kam vor knapp 5-6 Tagen auf dem Gaming Channel bei mir. Einfach hier die .mkv-Datei per Drag and Drop runterziehen hier und dann taucht Bild und Audio hier unten auf als zwei eigene Streifen. Und ja, das heißt wirklich Streifen, denn es gibt in Blender hier oben ein Strip-Menü. Das heißt nicht in dem Fall trennen, sondern wirklich das Streifenmenü. Jetzt können wir hier uns die Channels aussuchen, wo wir die hin platzieren möchten, und wir nehmen mal hier unten Channel 2 und Channel 1. Dann können wir auch jetzt hier Channel 2 per Doppelklick eben umbenennen und das hier mal zum Beispiel Hashtag 2 Video nennen und da unten doppelklicken, Hashtag 1 Audio, und du weißt direkt, was schon mal die beiden Hauptspuren sind, um eben Audio und Video zuzuordnen. Jetzt, wo du eine Videodatei in Blender drin hast, können wir uns ja mal anschauen, was passiert, wenn wir das Ganze abspielen lassen. Zuerst ein bisschen hier oben mal nach oben scrollen, um mal zu schauen. Die Framerate hier ist 60 Frames die Sekunde. Das gleiche gilt auch für mein Videomaterial hier unten. Das ist ebenfalls 60 Frames die Sekunde. Mit dem Mausrad können wir hier auch ein bisschen herauszoomen. Und zwar nach unten ist rauszoomen, nach oben ist reinzoomen. Und jetzt machen wir doch einfach mal hier unten mit dem Play-Button das Abspielen des Ganzen. Herzlich willkommen zurück zur Stronghold Crusader. Und ihr merkt schon, das schneidet sehr früh hier ab. Und da müssen wir mal ganz kurz gucken, warum passiert das. Zum einen haben wir jetzt ja 60 Bilder die Sekunde hier oben ausgewählt. Und unten drunter haben wir einen Frame Range, der sagt, gehe von Frame 1 bis 250. Wenn wir 250 durch 60 teilen, dann merken wir, das passt 4 mal rein, denn 4 mal 60, das sind 240. Und jetzt gucken wir mal hier oben diesen blauen Marker, was der genau eigentlich angibt. Wir haben jetzt hier gerade einmal die Minutenzahl, dann die Sekundenzahl und nach dem Plus den Frame, den wir uns anschauen. Gehen wir mal ganz nach links. Das ist jetzt Sekunde 0, erster Frame. Wir schauen 60 Frames lang zu. Hier haben wir 58, ein bisschen ranzoomen, 59 und nach 59 Frames kommt ja 60 und 60 durch 60 ist 1, deswegen erste Sekunde. Dann haben wir die erste Sekunde erledigt und dann hier 59 Frames. Gucken wir mal durch. Das ist dann da hinten und dann käme ja Frame 120. Und 120 durch 60 ist Sekunde 2. Und so geht es hier immer weiter. Also ihr könnt wirklich mit ganz simpler Mathe euch quasi ausrechnen, wo der Timer hier hinten steht. Und genau das passiert quasi hier beim Abspielen des Videos mit diesem Marker hier oben. Nur was ist, wenn sich die Frames pro Sekunde in eurer Videospur unterscheiden von der Einstellung, die ihr hier oben rechts trefft?
Ist es dann halb oder doppelt so schnell oder was genau passiert dort? Stellen wir mal die Framerate hier auf 30 und schauen, was dann passiert, also genau halbe Geschwindigkeit. Ihr merkt schon jetzt, hier unten aus 4 Sekunden sind hier über 8 Sekunden geworden. Und wenn wir das Ganze mal laufen lassen und hier Play drücken, achtet mal hier oben links im Bild, was dort für eine Info steht. Und Play. Herzlich willkommen zurück zur Stronghold Crusader Definitive Edition, nachdem wir den Sand der Zeitfahrt und Was passiert hier genau? Nun, das Playback wird mit 60 FPS ja aufgenommen bei mir im Spiel, aber wir geben nur 30 Bilder die Sekunde wieder. Und das heißt, jeder zweite Frame wird übersprungen, das Audio aber ganz normal hier unten gestreamt. Das heißt also, die Hälfte des Bildmaterials schmeißt ihr sozusagen gerade weg, aber der Rest bleibt bestehen. Und weil jetzt nur noch 30 Bilder die Sekunde genutzt werden, ist das Endergebnis eben doppelt so lange, denn 250 durch 30 macht 8 und einen Rest von 10. Also haben wir hier 8 Sekunden und da hinten Frame 10, da hört unser Video auf. Stellen wir das Ganze mal zurück auf 60 FPS, hier oben wieder auf die normale Anzahl, das passend ist mit unserer Aufnahme hier unten. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir diese beiden Streifen eben Bild und Video und den Tonstreifen hier unten bearbeiten können. Ihr merkt ja, Blender ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt durch diese schwarze Linie, die hier entlang geht. Und hier unten der komplette Bereich mit allen Spuren und den Fenstern links und rechts ist genauso ein eigener Bereich wie der 3D-Viewport beim Modellieren. Entsprechend könnt ihr euch immer merken, auf der linken Seite habt ihr immer die Werkzeugleiste, auf der rechten Seite das Datenpanel oder auch Transform Panel im 3D-Viewport. Das heißt, mit T könnt ihr auf der linken Seite ein- und ausblenden und die Daten auf der rechten Seite hier mit N ein- und ausblenden. Dadurch wisst ihr, alles klar, das hier müssen die Daten sein, die zu den Dingen hier unten gehören. Und jetzt wählen wir mal die Sachen der Reihe nach aus. Beginnen wir mal bei Audio. Ihr seht hier unten ja schon in dieser Spur die Wellenform. Was ist wie laut? Hier oben haben wir ein Volume in Prozent, das heißt aktuell 100% Lautstärke. Wenn wir jetzt hier 2.0 eintragen, haben wir 200% Lautstärke und dann merkt ihr auch schon hier unten, in der Spur tauchen leichte rote Balken auf. Je höher wir hier mit der Zahl gehen, desto mehr rote Balken tauchen auf. Das heißt, Achtung, Übersteuerung. Das wollt ihr immer vermeiden, deswegen nie zu weit hoch aufdrehen, ruhig unten bei 100% der normalen Audio-Lautstärke bleiben und dann könnt ihr auch noch hier entscheiden, wollt ihr eine Stereospur haben, also eben links und rechts zum Beispiel, oder wie früher nur eine Mono-Audiospur. Gleichzeitig, wenn ihr das mit Mono macht, könnt ihr auch noch hier einen Pan-Wert nutzen, um diesen Sound eben noch ein bisschen anders klingen zu lassen. Mehr auf der linken oder mehr auf der rechten Seite. Unten drunter finden wir den Bereich Time. Da kommen wir gleich mal drauf zurück, denn den gibt es auch in der Videospur. Aber kurze Erläuterung schon zu dem einen wichtigen Wert. Audio in dem Falle ist hier unten Channel 1, das ist die Zuordnung der Spur hier unten und ihr seht, die beginnt bei Frame 1, also eben 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden, erster Frame und weil die Audiodatei genauso lang ist wie das Video, die geht bis 1 Stunde, 5 Minuten, 36 Sekunden, 9. Frame und das macht in Summe 236.170 Frames, siehe hier unten. Und das ist der Wert und die Dauer unseres gesamten Tracks. Das mal ganz kurz merken, da kommen wir gleich drauf zurück. Jetzt gehen wir mal auf die Videospur. Bei der Videospur haben wir hier auch den Bereich Time und ihr seht hier Channel-Zuordnung 2, weil wir sind ja hier in Channel 2 drinne. Und das sind dieselben Informationen wie beim Audio, weil die beiden ja auch gleich lange sind. Aber
Klappen wir mal kurz Zeit zuerst zu und schauen uns die anderen Bereiche an. Denn jedes Objekt hier unten, jeder Streifen hat bestimmte Daten. Und beim Video können wir natürlich auch ordentlich was an Bearbeitung machen. Wir haben einerseits hier einen Blendmodus mit Alpha Over. Das sind die gleichen verschiedenen Blend-Modes wie auch beim Texture Painting, die ihr auswählen könnt. Das ist alles in Blender direkt enthalten. Und hier unten drunter die Opacity eben, die Transparenz sozusagen. Wenn ihr runter auf 0 geht, ist das Ganze transparent. 100% hier 1.0 komplett eben, wie es normal auch aufgenommen ist. Dann haben wir den Bereich Transform. Beim Transform können wir relativ zu unserem gebauten Video mit der Canvas-Auflösung von 1920 x 1080p sagen, an welcher Position ist unser Streifen, welche Skalierung hat der, welche Rotation, wo ist der Origin. Und hier beim Origin heißt 0.5 in beiden Achsen genau die Mitte des Videos in dem Falle. Und wir können auch hier die X-Achse spiegeln und die Y-Achse spiegeln. Da seht ihr auch direkt hier oben in der Vorschau, welche Auswirkungen das Ganze hat. Croppen ist Zuschneiden. Wenn du zum Beispiel eine Desktop-Aufnahme hast und du hast unten hier, sagen wir mal, 60 Pixel groß die Taskleiste von Windows mit den ganzen Symbolen und du willst sie nicht anzeigen lassen, dann würdest du auf der Bottom-Seite, also unten, 60 Pixel wegschneiden wollen, ungefähr so, und dann wird das Ganze hier abgeschnitten. Das gleiche auf der Oberseite vielleicht auch, vielleicht stört dich irgendwas an Overlays oder sonst wie auf der oberen Seite, machst du halt bei Top auch nochmal 30 Pixel weg, zum Beispiel so. Jetzt wird das Ganze hier als transparent angezeigt, weil nichts unten drunter ist. Effektiv wäre es jetzt so, wenn ein Bild unten drunter wäre, dann könnte das dahinter gerendert werden. Schnappen wir uns mal zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier den Background, den ich habe im Kanalbanner. Nehmen wir mal diesen hier und ich ziehe den per Drag and Drop hier rein. Und jetzt ist das Bild aktuell vor dem Video. Das müssten wir ändern. Wir müssten dafür sorgen, dass die Videospur hier über dem Ganzen liegt. Und zwar ungefähr so. Hier unten drunter ziehen und wenn wir jetzt mal schauen, jetzt passt das Ganze hier. Also während des gesamten Videos ist jetzt mein Background PNG hier auf der Spur 1, was wir jetzt hier hätten, und die anderen beiden sind hier oben drüber. Nur jetzt müssten wir auch eben eine Spurumbenennung machen, weil jetzt ist hier unten Spur 1, quasi der Background. Dann haben wir Spur 2, ist das Audio. Und wir haben Spur 3. Das ist unser Video. Und jetzt könnte alles weitere wie Overlays, Texte und Co. hier auf die 4 gehen. Das ist Hashtag 4 Overlays zum Beispiel. Also wie in einem Livestream zum Beispiel Einblendungen, Social Media Buttons, die Info, dass du den Kanal abonnieren sollst. Das könnte jetzt alles hier oben hingehen. Jetzt weißt du, wie Zuschneiden funktioniert. Unten drunter hast du den Bereich noch Video, da kannst du auch noch Strobes einfügen und dass quasi Frames übersprungen werden sollen. Beim Color Management hast du noch Saturation für Farbverstärkung hier und umgekehrt dasselbe Schema. Du kannst auch Farben multiplizieren für mehr Helligkeit und Kontrast sozusagen. Du kannst auch Alpha multiplizieren lassen oder auch Farbwerte in Floats umwandeln lassen, um noch mehr Kontrolle drüber zu haben. Zeit hatten wir eben schon gehabt, das ist genau das gleiche wie bei der Audiospur und jetzt durch das Verschieben sehen wir übrigens Video auf Channel 3, Audio auf Channel 2. Was dir eventuell schon aufgefallen sein könnte, ist, bei der Time gibt es hier unten auch noch einen Bereich Sound Offset. Denn wenn der Sound verzögert starten soll im Vergleich zum Video, kannst du das bereits hier einstellen. Und wir haben jetzt ja hier zum Beispiel mal den ersten Frame und wir können das jetzt nach links scrollen, also eben in Minus und du siehst die Tonspur geht nach links. Das wäre jetzt in dem Falle Asynchronität, weil wir sind jetzt 901 Millisekunden vor der Bildspur. Das ist immer ein Problem zum Lösen.
Also umgekehrt, wenn du wüsstest jetzt, du hast ein kaputtes Video erhalten, wo die Tonspur immer 2 Sekunden asynchron ist im Vergleich zum Bild, dann könntest du hier unten diesen Wert nutzen, um die passende Stelle herauszufinden und das in Millisekunden genau zu konfigurieren, bis es eben stimmt. Und wenn du Sachen nicht mehr weißt, welche Werte normal drin standen in all diesen Feldern hier, einfach per Rechtsklick drauf gehen und du hast immer die Möglichkeit mit dem Pfeil zurück hier mit Backspace zu sagen Reset to Default Value. Dann ist es wieder wie normal, keine Veränderung und es passt wieder so. Jetzt, wo du all die Eigenschaften von Audio, von Video und hier unten auch in dem Falle von Bild gesehen hast, schauen wir doch mal, wie wir diese Daten hier wirklich nutzen und einstellen können, wenn wir hier oben in der Preview von unserem Material sind. Zuallererst einmal werde ich für den Moment das Cropping unseres Videos zurücksetzen hier unten. Wir werden hier per Rechtsklick Reset to Default Value machen oder auch hier mit Backspace wieder auf 0 setzen. Das Ganze ist wieder passend wie im Original. Nutzen wir jetzt also mal die Tools oben im Bereich der Preview und Achtung, das hier ist wieder ein eigener Bereich, erkennbar an dieser Kante hier unten, denn immer wenn wir diesen Cursor hier finden, wissen wir, das ist eine Bereichstrennung und wir haben also hier drin auch wieder auf der linken Seite die Werkzeugleiste mit T, das heißt, wenn du mit jetzt der Maus hier oben bist und du drückst T, kannst du hier links die Symbole ein- und ausblenden. Du kannst die Werkzeugleiste auch ein bisschen breiter ziehen, genauso wie auch hier unten, wenn es dir hilft. Und dann auf der rechten Seite mit N wiederum das Daten- oder auch Transform-Panel aufrufen und auch hier passend vergrößern oder verkleinern. Und jetzt schauen wir doch mal, was hier oben so möglich ist. Wir sehen für unsere Videospur hier unten ja die ganzen Daten und Elemente. Du merkst auch bereits hier, es gibt eine Skalierung und zwar um den Faktor 0,75. Warum das? Meine Aufnahme vom Gameplay ist in 1440p, das resultierende Video hier oben ist aber nur in 1080p. Wenn wir das hier größer machen würden auf den Faktor 1, dann wäre es außerhalb des Bildrahmens und ein paar hundert Pixel würden an jeder Seite komplett fehlen. Schauen wir uns auch hier mal an, was jetzt passieren würde, wenn wir das Ganze auf den Standardwert zurücksetzen. Merkt sich Blender, was eigentlich die richtige Auflösung ist, oder ist hier 1 der Standardwert? Rechtsklick und wir machen Reset to Default Value. 1 ist der Standardwert, also haben wir es gerade auf den eigentlichen Wert hochgesetzt. Also machen wir hier mal eine Anpassung. Wir passen unsere Resolution hier oben an auf 2560 x 1440 und dann haben wir die tatsächliche Auflösung hier von unserer Gameplay-Aufnahme. Jetzt blende ich mal ganz kurz die Videospur aus und gucke mir das Bild unten drunter an und merke, das ist ja eigentlich nur 1080p. Und hier müssen wir auch eine Skalierung machen, mal auf 1, dass es passt. Jetzt ist es passend, weil jetzt haben wir hier auch ein 1440p Bild und hier oben eine 1440p Videospur. Jetzt zum Interessanten, zur Bearbeitung hier oben in der Preview. Zum einen können wir hier links passend wie im 3D-Viewport Move, Rotate und Scale auswählen. Das sind die klassischen Hotkeys wie eben G für Bewegen, R für Rotieren und S für Skalieren. Das können wir hier genauso machen. Und wir haben auch noch eine weitere Möglichkeit. Einerseits können wir hier etwas samplen und zwar einfach ein Pixelwert, eine Farbe, die wir auswählen können, wenn wir es unbedingt irgendwie abspeichern möchten. Und zum anderen findest du hier oben auch einmal einen Magneten, eben Snapping, plus du hast daneben auch einen Pivot Point, eben einen Referenzpunkt. Und das ist das gleiche Verhalten wie im 3D Viewport, denn du kannst entweder das Bounding Box Center nutzen als Referenzpunkt, den normalen Median Point, die verschiedenen Origins deiner Objekte und Streifen oder du hast hier einen 2D-Cursor. Nur da müssen wir uns mal anschauen, wo genau der ist. Wählen wir mal 2D-Cursor aus und gucken mal rechts hier beim Datentab mit N, wie bereits erwähnt, hier mal unter dem Reiter View.
Klappen wir hier oben mal die View Settings zu und fokussieren uns mal nur auf 2D Cursor. Jetzt ist nämlich die Frage, was bedeuten diese Werte hier und was ist wo? Und da beginnen wir ganz simpel. Was ist denn eigentlich 00? Ist es jetzt die linke untere, obere Ecke oder wo ist das? Wenn wir hier oben als Referenzpunkt den 2D Cursor nehmen und wir skalieren mal, dann merken wir ganz schnell hier mit S für skalieren, das ist genau die Bildmitte. Nehmen wir mal also an, dass 0 die Mitte ist und das Bild hat ja halbe Breite nach links und halbe Breite nach rechts sowie halbe Höhe nach oben und halbe Höhe nach unten. Wo sind denn die verschiedenen Bereiche? Also machen wir mal zuerst minus 0,5, also eben in der halben Breite nach links und wir skalieren mal, dann haben wir den linken Rand unseres Bildschirmes hier drüben. Machen wir jetzt mal minus 0,5 bei Y und wir skalieren nochmal, dann ist es die untere linke Ecke hier von unserem Objekt. Drehen wir es um und machen beide auf 0,5 plus X und Y, dann haben wir die obere rechte Ecke. Das heißt, das hier sind wirklich Angaben relativ zur Größe unseres Materials. Wir können aber auch hier Kombinationen nutzen aus unserem Origin. Machen wir mal den Origin hier unten auf 00 und wir skalieren jetzt mal. Jetzt ist das Ganze immer noch oben rechts hier unabhängig davon, aber wir drehen mal hier um zurück auf den Median Point. Das ist unten links jetzt, weil der Median Point da von dem Objekt ist bei 00 die untere linke Ecke. Stellen wir hier mal ein 1,1 im Origin, dann ist unser Objekt Origin ja oben rechts und wir machen skalieren, dann geht's dahin. Also die Kombination aus hier unten entweder dem Object Origin, den ihr hier einstellen könnt, oder auch dem 2D Cursor hier oben, ist entscheidend für den Referenzpunkt, den ihr nutzen könnt beim Bearbeiten, wie skalieren oder auch hier beim Rotieren. Wie immer gilt in Blender, alles, wo du eine Raute siehst, wie hier unten rechts bei allen Eigenschaften für Alpha, für Position, Rotation, Skalierung, Spiegeln und Co., all diese Werte kannst du animieren mit Keyframes. Machen wir hier mal ein simples Beispiel. Nehmen wir mal hier unten die Rotation und machen mal mit I einen Keyframe darauf. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen nach vorne und lassen das hier mal zu Frame 59. Einfach mal mit R und dann hier ein bisschen runtergehend so hin rotieren. Und wir machen hier erneut einen Keyframe. Wichtig zu wissen ist, diese Objekteigenschaften und Animationen, naja, die siehst du jetzt hier unten nicht direkt, weil wir haben ja hier den Sequencer aktiviert und auch Sequencer und Preview zusammen bringen das nicht. Man muss sich diese Daten wirklich separat in der Animation Timeline anschauen und selbst wenn man hier den Modus ändert, das bringt auch nichts. Jetzt, wenn wir das mal abspielen lassen von hier aus und wir drücken mal Play, herzlich können wir das hier runterdrehen und fallen lassen. Also wenn man so eine Animation bauen möchte, über den Track hinweg, das geht natürlich hier auch genauso. Wenn du von einem Objekt und einer Eigenschaft alle Animation Keyframes entfernen möchtest, einfach per Rechtsklick drauf machen und wir haben hier den Eintrag von oben Clear Keyframes. Das meint wirklich alle gesetzten und dann ist das Ganze wieder weg. Aber der aktuell eingetragene Wert bleibt bestehen. Also hier wieder 0 eintragen, dass es wieder hier oben richtig drin ist. Jetzt siehst du also schon, transformieren und bearbeiten ist doch gar nicht mal so schwer, aber man muss doch ein paar Kniffe wissen. Nur, es gibt noch einiges mehr hier unten beim Sequencer selbst mit den verschiedenen Spuren. Und dazu kommen wir jetzt. Du hast bereits gesehen, dass man links hier Spuren umbenennen kann. Man kann die auch mit dem Haken hier aktivieren und deaktivieren. Genauso, wenn du Objekte auf den Spuren schützen möchtest vor weiteren Bearbeitungsschritten, kannst du hier links auf der gesamten Spur dieses Schloss drücken, dann wird der Wert und das, was hier drauf ist, komplett gesperrt. Das heißt, ich kann jetzt diesen Clip hier oben nicht mehr hin und her verschieben, aber das Audio schon, weil das hier nicht gesperrt wurde. Das Audio ist frei, während die Videospur hier oben eingefroren ist. Also
nicht mehr veränderbar, eher gesagt. Ich kann auch hier unten die Audiospur festmachen, dann hat die hier dieses gestrichelte Muster drin, was immer sagt, nicht mehr bearbeitbar. Wir können das Ganze auch hier wieder entsperren und wenn wir jetzt stattdessen nur einzelne Objekte sperren möchten, dann wählen wir den passenden Streifen aus, ob Audio oder Video und dann gibt es hier oben links das Strip-Menü und hier drin haben wir Möglichkeiten wie Teilen, Halten und Teilen oder weiter unten hier finden wir auch Locken und Muten. Beim Locken in dem Falle wird nur dieser Objektstreifen hier gesperrt, das heißt, der ist jetzt nicht mehr bearbeitbar und weil die beiden zusammengehören, also Audio und Video, können wir jetzt beide nicht mehr bearbeiten. Im umgekehrten Fall hier über Strip, Lock und Mute können wir hier unten noch das Ganze wieder freischalten mit Steuerung Alt und H und schon ist es wieder verfügbar. Nehmen wir mal hier unten nur die Audiospur. Wir wollen die Audiospur muten. Was machen wir? Strip. Wir gehen auf Lock und Mute und machen mal hier unten Mute und zwar einfach über H und dann ist aber wieder beides gemutet und gesperrt, weil die gehören ja zusammen immerhin. Da muss man also vorher eine Trennung machen, um die beiden eben zu connecten oder zu disconnecten. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit zu sagen, Disconnect Strips, dann sind die wirklich getrennt voneinander bearbeitbar und verschiebbar. Die Daten sind nicht mehr aufeinander eingestimmt und gesynkt. Das ist jetzt unsere eigene Aufgabe, die passend zu platzieren. Und jetzt könnten wir hier oben das Video wieder nehmen und über das Strip-Menü hier auch wieder Lock and Mute und das unmuten. Das heißt, die Tonspur nutzen wir nicht, die Bildspur aber schon. Neben dem Muten und Sperren von Objekten oder ganzen Spuren gibt es auch noch mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung. Und zwar haben wir hier in der Werkzeugleiste links das Plate-Symbol. Wenn wir diesen Plate-Modus nutzen, dann können wir hier einfach in unseren Clips auf eine beliebige Stelle drücken, zum Beispiel eben hier beim Marker und wenn wir hier reinklicken, machen wir genau auf dem Marker hier einen Cut. Das heißt, wir können hier einfach mit dem Tool ganz simple Schnitte setzen. Nur die sind dort wirklich genau, wo wir hinklicken. Deswegen am besten so nah ranzoomen, wie es nur geht, dass es umso genauer ist, wo wir hier schneiden. Und damit trennen wir quasi Audio und Video auch wieder voneinander und wir kriegen weitere Streifenobjekte, die aber Daten von eben Bild und Video enthalten. Und jetzt können wir die getrennt voneinander auswählen und bearbeiten. Zum Beispiel eben hier oben, das hier, den Bereich oder hier unten diese einzelnen. Wenn in Blender zwei Sachen ineinander übergehen, nennt man das einen Übergang oder auch eine Transition. Sehr oft wirst du Sachen einblenden wollen, ausblenden wollen mit möglichen Crossfades, Fade-In oder Fade-Out. Eben der Art, wie sich eben die Opacity von einem Objekt verändert und die andere dadurch wieder hochgeht. Und dafür gibt es in Blender sogenannte Effekt-Strips. Denn grundlegend kannst du hier in diese Channels alles Mögliche einfügen. Unter dem Add-Menü hier findest du, dass es einmal Szenen gibt, es gibt Clips, Maskierungen, dann haben wir einmal Videos, Sound, Bilder, Farben, Texte oder auch hier unten Adjustment Layers und die letzten drei Einträge wie eben Effektstreifen, Transitionen und Fades, also quasi Übergänge in dem Falle ineinander. Nur du merkst, die letzten beiden sind ausgegraut. Warum genau das? Ganz simpel. Um zwischen zwei Videostreifen oder eben zwischen Bild und Video in dem Falle einen Übergang zu erschaffen, dann musst du hier unten erstmal zwei nebeneinander auswählen, ungefähr so. Dann gehst du in das Add-Menü hier oben rein und dort findest du jetzt Transition und Fade aktiviert. Nehmen wir mal zuerst hier einen Crossfade, ungefähr so. Jetzt kannst du den zweiten Clip hier nehmen und den hier drüber ziehen und du siehst da unten drunter was Lilanes auftauchen. Jetzt lassen wir hier mal los und dann ist so ein Crossfade-Effektstreifen entstanden. Der sorgt dafür, dass es jetzt einen Übergang zwischen den beiden Bildern gibt, nur hier wird man jetzt keinen Effekt sehen, weil es
im Grunde genau das gleiche Menü jeweils ist, aber wir hätten jetzt so auf die Art und Weise hier für zwei verschiedene Bilder, Videos oder Bild-Video-Sachen hier einen Crossfade erschaffen. Das gleiche geht übrigens auch beim Audio. Jetzt siehst du schon, wie das hier funktioniert. Also immer zwei Sachen auswählen, die nebeneinander oder auch die übereinander sind und du kannst die weiter verarbeiten. Obendrauf kommt auch jetzt, wenn wir jetzt diesen Streifen hier und den hier unten mit Steuerung Linksklick wählen und den darunter befindlichen mit Shift Linksklick auswählen, Multiselecten, dann können wir auch beim Add-Menü hier weiter hingehen und Effektstreifen nutzen fürs Shading, wie die beiden miteinander addieren, voneinander subtrahieren, multiplizieren, Alpha drüberlegen oder drunter oder auch Farben mixen. Also das gleiche, was beim Shading und beim Rendering und beim Texture Painting geht, hast du hier auch in der Videobearbeitung genauso verfügbar. Wenn du dir beim Bearbeiten des Videos an bestimmten Stellen Markierungen setzen möchtest, dann kannst du das auch hier genauso tun. Und zwar gibt es hier links das Marker-Menü. Hier hast du einmal die Möglichkeit, Marker zu sperren oder eben welche hinzuzufügen, zu duplizieren, umzubenennen, auszuwählen und vieles mehr. Machen wir doch mal einen Marker hier an die Grenze, wo diese beiden Clips sich trennen, und da können wir den Hotkey M drücken. Jetzt haben wir hier unten aber den Marker für Frame 158 anscheinend und diesen Marker hier, den können wir jetzt auch doppelklicken und hier sagen, hier beginnt Clip 2 Start zum Beispiel. Einfach nur, wenn wir uns hier unten hilfreiche Markierungen setzen wollen, die tauchen nirgendwo im Video auf. Und jetzt zum Schluss die große Frage, wie kannst du ein Video aus Blender heraus rendern? Zum Rendern unseres Videos werden wir hier oben bei den Ausgabeeigenschaften hier hingehen und die Resolution prüfen, die Framerate passt ebenfalls, der Framebereich 250 Frames gerade zum Testen ist vollkommen in Ordnung, der Output in meinen TMP-Ordner eben temporär und das Ganze nennen wir mal Test-Render.mkv. Warum MKV? Weil wir bei FFmpeg Video hier unten das Encoding auf Matroska gesetzt haben, das ist .mkv, dann haben wir den Videocodec von H264, das passt hier, wir haben den Audiocodec AAC genommen zusammen, das passt wunderbar. Aber bevor wir jetzt wirklich einen Render machen, noch das Wichtigste. Genau wie in der Folge über Rendering gezeigt, kommt es jetzt auch auf die Wahl deiner Render-Engine an. Denn du kannst hier oben entweder mit Eevee rendern oder mit Cycles. Und bei Cycles hast du hier die Möglichkeit auch einzustellen, dass du als Device hier GPU Compute auswählen möchtest, eben deine Grafikkarte, die auf Bildrendering ja optimiert ist. Und dadurch sparst du dir auch ordentlich Renderzeit und du kriegst auch einen genauso guten Render raus. Wichtig ist nur, dadurch, dass du jetzt nicht dynamisch alles berechnen musst, weil ja alles schon hier quasi in 2D vorbereitet ist, es ja auch kein Licht und Schatten und sonst was gibt, kannst du hier beim Viewport selbst einmal die Samples vom normalen Wert, der hier drin steht, von 1024 runter auf 16 stellen und hier unten beim Render von den maximalen Samples, der auch über 4000 lag, runter auf 64 Stellen, um das Ganze als Video zu rendern. Das reicht vollkommen aus. Du könntest auch hier das Rauschen deaktivieren und dann diese Einstellungen hier nutzen. Und dann greift in Blender wie immer das Render-Menü und zwar hier oben Render und dann Render Animation. Dadurch, dass wir im Kontext vom Video Sequencer sind, weiß er automatisch, alles klar, ich muss jetzt hier raus ein Video rendern und Abfahrt. Jetzt haben wir natürlich hier gerade immer wieder das gleiche Frame, deswegen werden wir jetzt keine Änderung sehen, aber mit eben den Render-Einstellungen, die wir getroffen haben, wird jetzt hier unten Frame für Frame das Ganze durchgerendert und hier ist jetzt die Testrender MKV und die gucken wir uns mal an. Herzlich willkommen zurück zur Stronghold Chris.
Ihr merkt, das sind nur die ersten 250 Frames der Gameplay-Aufnahme. Der erste Frame hier unten, das ist alles ein bisschen so krisselig noch, weil ich erstmal gerade drauf einstimmen muss, aber das ist vollkommen fein. Und man hat beim Abspielen gesehen, hier bei den Buttons, hier unten drunter und auch hier unten an dieser Texture, man erkennt, dass das Denoise in Arbeit ist, weil es so ein bisschen hier am Zuckeln ist zwischendurch. Das heißt, da müsste man auch genauere Konfigurationen treffen, um das auszugleichen. Es kann aber auch daran liegen, dass jetzt die Bitrate, die ich im Blender genutzt habe, von 6000 bis 9000 geringer ist als meine fixe Gameplay-Aufnahme von immer 8500. Das ist auch eine Sache, muss man sich am Ende des Tages genauer anschauen alles. Und damit weißt du jetzt alle Grundlagen rund ums Thema Videobearbeitung in Blender. Ziemlich spannend, oder? Du hast sehr viele Möglichkeiten hier, das Ganze zu nutzen. Aber eine Frage an dich: Würdest du Videos in Blender schneiden wollen oder es mal gerne probieren? Schreib mir mal deine Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ansonsten gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere auch sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Und wie immer gilt auch: Fragen und Feedback zur Folge und zu den gezeigten Features sind gerne in den Kommentaren gesehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zu einer weiteren Folge. Bye bye!